Herzlich willkommen, ich bin's wieder, Chris, und ich habe mir gedacht, wir erstellen jetzt mal kurz zusammen eine Datenschutzerklärung und ein Impressum für unsere Website. Und zwar mache ich das Ganze mal bei eRecht24 und ja, das dauert maximal eine halbe Stunde. So, da habe ich hier ein Lesezeichen, wo ist es denn? Da ist es. Alternativ gibt es hier auch noch den Datenschutzerklärung-Generator von der WPS-Kanzlei. Kennen vielleicht einige von euch auf dem YouTube. Wildeburger und Solmecke. Ja, kann man auch ganz gut nutzen. Ich habe ja auch noch eine andere Alternative. Aber das hier sind so meine zwei Top-Generatoren dafür. So, dann gehen wir mal auf eRecht. Ja, dann kann man sich natürlich hier ja, erstmal registrieren. Und danach halt einloggen. Und da sehen wir hier oben schon Impressum-Generator, Datenschutzgenerator. Fangen wir jetzt einfach mal hier, so wie es hier ist, nach der Reihenfolge an. Und gehen zum Impressum-Generator. Und erstellen das einfach mal fix. Hier steht auch schon in 3 Minuten zum rechtssicheren Impressum. Für alle Websites und Unternehmensformen geeignet, kostenlos und anonym. Über 3,8 Millionen Nutzer seit 2012. Also alles schon sehr seriös hier. Genau, die Standardeinstellungen, die lasse ich dann schon so. Ich möchte meine eigenen Daten eingeben. Ich erstelle das Impressum für meine eigene Website in dem Fall. Ein Online-Shop ist es jetzt in meinem Fall nicht. Ansonsten kann man hier natürlich auch noch den Haken setzen. Und ja, dann gehen wir mal auf Weiter. So, Unternehmensform. Anmerkung zur Option Privatperson. Websites, die ausschließlich zu persönlichen oder familiären Zwecken dienen. Okay, ist meistens nicht der Fall, bei mir zumindest nicht. Ja, hier steht auch, es ist in den seltensten Fällen so, deswegen. Also Betreiber ist auf jeden Fall keine Privatperson in meinem Fall. In meinem Fall ist es jetzt Einzelunternehmer. Ja, wenn ihr noch kein Einzelunternehmen angemeldet habt, was übrigens auch überhaupt kein Thema ist, ich denke mal, ich werde auch mal noch ein Video zu machen, dann könnt ihr hier, denke ich mal, auch erstmal übergangsweise Sonstiges nehmen oder was haben wir hier noch so? Ja, würde ich wahrscheinlich erstmal Sonstiges nehmen, ansonsten halt Einzelunternehmer, für mich auf jeden Fall. So, weiter. Dann nehmen wir mal den Bernd Beispielmann. Es ist auch gut, dass hier mal alles schön noch erklärt ist. Geschäftsbezeichnung, Fußpflegesalon, Sonnenschein, Mega Webdesign. Also so wie euer Unternehmen heißt. Bei einem Einzelunternehmen ist es oft einfach ja, Vor- und Nachname. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel ich ändere das mal kurz ab. So. Und dann halt darunter noch Inhaber. Und dann halt mein Name. So. Dann Anschrift natürlich ganz normal, wie man es kennt. Straße und Hausnummer. Stimmt natürlich jetzt hier bei mir nicht, ist ja klar. Ich gebe jetzt hier einfach irgendwas ein. Soll in das Impressum eine alternative Postadresse eingefügt werden? Ja, wenn man für ein Unternehmenssitz zum Beispiel eine extra Adresse hat oder eine extra Postadresse, war bei mir nie der Fall, deswegen habe ich auch immer Nein standardmäßig gelassen. Ja, dann natürlich noch eine E-Mail-Adresse, über die man erreichbar ist als Betreiber der Website. Telefonnummer
Ja, Telefax habe ich, glaube ich, meistens weggelassen. Ja, ja. Es ist umstritten, ob eine Faxnummer notwendig ist. Ja, gut. Ihr seht, das kann wirklich jeder hier. Man bekommt auch direkt immer gute Tipps an die Hand. Das ist kein Thema. So, in ein Register bin ich nicht eingetragen. Umsatzsteuer-ID habe ich auch nicht. Deswegen ist es auch egal erstmal. Verfügen Sie über eine Wirtschaftsidentifikationsnummer. Wenn Ihnen diese Nummer von den Finanzbehörden zugewiesen wurde. Nicht, dass ich wüsste. Wenn hier schon standardmäßig Nein drin ist, dann kann es auch meistens nicht so schlimm sein. Berufshaftpflichtversicherung. Nö. So, Gewerbeanmeldung. Ja. Achso, die sind freiwillig. Gut. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich es bei mir drin habe. Könnt ihr ja theoretisch auch alle auf meiner Website nachgucken. Also ich weiß gar nicht, warum ich hier die ganze Zeit Beispieldaten angebe. Ist eigentlich eh egal, aber gut. Ja, also wenn es freiwillig ist, ne, muss man ja nicht unbedingt machen, aber kann man, wenn man es jetzt hundertprozentig haben will. Also weiter. So, inhaltlich verantwortliche Personen. Wenn Sie auf Ihrer Website regelmäßig aktuelle Informationen veröffentlichen, dann geben Sie bitte an, welche Person für den Inhalt verantwortlich ist. Ja, auf der Website werden regelmäßig aktuelle Informationen veröffentlicht. Ist auf den meisten Websites so. Und verantwortlich für den Inhalt wäre dann halt ich selbst in meinem Fall. Und ich denke mal, bei den meisten von euch da draußen ist es auch so. So, weiter. Ich glaube, ich brauche jetzt hier schon ein bisschen länger als 3 Minuten, weil ich halt mir ein paar Daten ausdenke und noch ein paar Worte dazu sage. Brauchen wir vielleicht doppelt so lang. So, Berufsbezeichnung. Also, was haben wir hier? Bei mir wäre es dann jetzt... Achso, reglementiert. Hier steht, ich müsste mal lesen. Liste nicht vollständig, vollständige Übersicht. Also meiner ist kein reglementierter Beruf. So, Online-Händler, Online-Marketing und so. Ansonsten kann man natürlich hier andere Berufe noch angeben, falls der nicht in der Liste steht. Aber ich glaube, ich habe mir die Liste mal angeguckt und hatte da, glaube ich, auch hier kein reglementierter Beruf angegeben. Behördliche Zulassung nötig. Nö, das können wir auch so lassen. Weiter. Es kommt natürlich immer ganz darauf an, was ihr macht, ne? Aber ich denke mal, bei den meisten wird es so ähnlich sein wie bei mir, deswegen kann ich das jetzt hier so ganz gut so machen. Hinweis auf EU-Streitschlichtung. Ja, wenn man sich nicht sicher ist, wenn es hier eh ganz einfach dazu gibt, kann man den Haken auch mal setzen. Wenn man jetzt irgendwelche Online-Verträge mit den Besuchern irgendwie abschließt, wo die dann vielleicht monatlich irgendwie ein Abo zahlen oder so, dann wird es, denke ich mal, schon Sinn ergeben. Ja, im Zweifelsfall einfach den Haken setzen. So. Verbraucherschlichtungsstelle Teil. Nö. Gibt keine allgemeine Pflicht. Alles klar, ja, können wir auch weitergehen. Allgemeiner Disclaimer. Kann man ja mal noch mit dazu nehmen. Setzen wir einfach mal den Haken. Kann ja nicht schaden. Ja, wenn ihr es natürlich jetzt ganz hundertprozentig haben wollt und vielleicht auch ja, eine Übersetzung habt für eure ganze Website oder international halt unterwegs seid, dann könnt ihr hier noch das alles Englisch übersetzen lassen, automatisch von eRecht. Dann kann man sich hier natürlich eRecht Premium holen. Das kostet dann aber ein bisschen was. Ansonsten ist das Ganze hier nämlich kostenlos. So, hier noch ein paar Hinweise und so weiter. Kann man sich kurz durchlesen. Ich habe verstanden. Natürlich, die müssen sich auch absichern, weil es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Weil es ist immer noch ein Generator und die müssen natürlich davon ausgehen, dass die Angaben, die ihr hier gemacht habt, auch wirklich stimmen.
Deswegen gibt es natürlich keine 100%ige Sicherheit auf Absicherung. Und darauf wird hier eben nochmal hingewiesen. Ist ja klar. Also Haken setzen, ich habe verstanden und weiter geht's. So, genau, und dann war es das jetzt auch schon. Dann gibt man jetzt hier einfach seine E-Mail-Adresse ein. Hier steht auch eine kleine Anleitung, klicken Sie anschließend auf kostenlos anfordern. Und dann schaut man halt in seinem E-Mail-Postfach oder im Spam-Ordner nach. Genau, auf geht's, schick mal ab. Ja, und dann war's das schon, haben wir schon unser Impressum generiert. Jetzt sehen wir dann gleich im E-Mail-Postfach das Ergebnis. Okay. Da haben wir es schon. Sören Siebert. Ihr Impressum. Da ist es. Einmal hier auf den Link klicken, E-Mail-Adresse bestätigen. Ihr persönliches Impressum ist auf dem Weg zu Ihnen. Genau, hier kann man auch noch an einem Webinar teilnehmen, wenn man das will. Jetzt müssten wir dann gleich noch eine E-Mail bekommen. Ja, ich denke mal, das sollte jetzt jeden Moment ankommen, das Impressum. Ja, so steht es hier auch. Ist schon wieder einige Zeit her, als ich mein Impressum und meine Datenschutzerklärung erstellt habe. Gut, ja, während das jetzt versendet wird, erstellen wir einfach schon mal die Datenschutzerklärung. Das ist schon etwas umfangreicher, aber auch kein Thema. Ich gehe nochmal zurück hier. Also da haben wir den Datenschutzgenerator. Neben dem Impressumgenerator klicken wir auch drauf. So. Steht hier auch in 3 Minuten zur rechtssicheren Datenschutzerklärung. Gut, ich glaube, es dauert ein bisschen länger, wenn man alles richtig und korrekt macht, aber es geht immer noch schnell. Ich würde sagen, in 10 Minuten schafft man das auf jeden Fall. Datenschutzerklärung erstellen. So, ich möchte natürlich meine eigenen Daten angeben. Ich erstelle die wieder für meine eigene Website. Einen Online-Shop habe ich persönlich nicht. Und weiter geht's. So, Betreiber der Website ist wieder Einzelunternehmer. Das ist wieder das gleiche wie eben. So, Datenschutz auf einen Blick. Hier die Pflichtangaben. Die sind angehakt, da kann man nichts ändern. So, Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern. Das würde ich immer anhaken, weil früher oder später ergibt es einfach Sinn, dass man Tracking- und Analyse-Tools verwendet. Oder steht ja auch Plugins für WordPress und so, also das würde ich immer anhaken, habe ich bei mir auch gemacht. Dann weiter. Ist ja nur ein Haken, ist ja nicht so schlimm. Externes Hosting. Seite wird von einem externen Anbieter gehostet. Aktivieren Sie diesen Punkt, wenn Sie Ihre Website nicht selbst hosten, sondern dafür einen externen Anbieter. Gut, das werden, denke ich, die meisten haben, weil es so am einfachsten geht, wenn man jetzt kein kompletter Profi ist. Und ja, ich hoste ja meine Seiten bei SiteGround, deswegen habe ich den Haken natürlich auch gesetzt. Auftragsverarbeitung. Es wurde mit dem Hoster ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlossen. Abschluss eines solchen Vertrags ist dringend empfohlen. Habe ich auch gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Und sollte auch bei den meisten von euch so sein. Bekommt man dann meistens von dem Hoster eine E-Mail und da geht es auch nur darum, ja, einmal was zu bestätigen. Also das ist auch kein großes Ding. Da muss man einfach nur ja, lesen, was man machen muss. Bekommt man von dem was geschickt. Und dann war es das auch schon. Ja, Cloudflare, das ist dann natürlich für Cloud-basiertes Hosting. Das habe ich bei SiteGround auch mit dabei. Dafür bräuchte man jetzt hier Premium, was natürlich ein bisschen was kostet. Und dann kann man den Haken auch noch setzen. Ja, aber ansonsten, wenn man es nicht nutzt, dann kann man natürlich auch ohne fortfahren. Und die wichtigsten Punkte für die Datenschutzerklärung sind hier natürlich schon in den kostenlosen Punkten enthalten. Klar, wenn man es wirklich hundertprozentig oder fast hundertprozentig haben will,
und das nötige Geld übrig hat, so dann sollte man sich Premium auf jeden Fall holen. Aber ansonsten geht es auch vor allem für den Anfang erstmal so. Braucht euch keine Sorgen machen. So, weiter geht's. Hier haben wir noch weitere Pflichtangaben, allgemeine Datenschutzerklärung, Hinweis zur verantwortlichen Stelle. Schreibt vor, die verantwortliche Stelle, Betreiber Website, wie er auch im Impressum benannt ist. Name und Anschrift, genau. Also einfach wieder den Bernd Beispielmann jetzt hier bei mir. In der Beispielstraße 1 in, ich habe mir die Postleitzahl vorhin nicht gemerkt, egal, Berlin. Und dann passt das. Vollen Namen bzw. vollständige Unternehmensbezeichnung an. Vollständige Anschrift. Okay, also wenn man ein Unternehmen hat, dann und das weicht vom normalen Namen ab, dann kann man natürlich hier noch, wie es ja bei mir auch ist, so wie ich es vorhin gemacht habe, hier erstmal den Firmennamen hinschreiben. So, und dann hier beim Namen halt Inhaber wieder. Und dann passt das. So, dann hier natürlich noch wieder eine Telefonnummer. Und eine E-Mail-Adresse. Unter der man im besten Fall erreichbar ist. So. Hier wieder noch ein paar Pflichtangaben, wo man eh nichts dran ändern kann. Widerruf, Einwilligung, Datenverarbeitung, Widerspruchrecht gegen Datenerhebung, Beschwerderecht, zuständige Aufsichtsbehörde, Recht, Datenübertragbarkeit, Auskunft, Berichtung und Löschung, Recht auf Einschränkung, Verarbeitung, alles Pflicht. So, SSL-Verschlüsselung sollten auch die meisten heutzutage auf ihrer Website haben, beziehungsweise in ihrer Domain halt haben. Hier dieses Schloss, wo dann auch steht, Verbindung ist sicher, und man hat halt hier auch eine URL-Leiste im HTTPS vorne. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Genau. Da setzen wir auf jeden Fall auch den Haken, weil das sollte man haben und die meisten werden es auch haben. Okay, verschlüsselter Zahlungsverkehr habe ich jetzt auf meiner Website direkt nicht. Da werde ich dann eher auf, da verweise ich dann eher mal auf andere Webseiten, wie zum Beispiel Digistore24 oder wenn ihr irgendwie was mit PayPal habt oder so. Ansonsten müsste man sich dann für den Punkt halt Premium holen. Genau, Widerspruch gegen Werbemails. Ja, wie gesagt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, einfach den Haken sicherheitshalber setzen. Kann nicht schaden. Weiter geht's. Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter. Ist bei mir nicht der Fall. Ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen oder wie ich auch ganz gern sage, Ein-Mann-Armee, also passt es schon. Weiter geht's. So, Cookies. Ja, sollte man auch nutzen, werden die meisten auch haben, also den Haken habe ich auf jeden Fall auch gesetzt. Ja, dann hier noch ein paar zusätzliche Sachen. Serverlogs würde ich auch den Haken reinsetzen, Kontaktformular auch. Ergibt auf jeden Fall Sinn, dass man ein Eintragungsformular für E-Mail-Adresse auf seiner Website hat. Deswegen den Punkt für die Datenschutzerklärung auch setzen. Anfrage per E-Mail, Telefon, Kontaktaufnahme, ja, würde ich auch mal setzen. Kommentarfunktion, natürlich vor allem, wenn man jetzt einen Blog hat oder so und die Leute können drunter kommentieren, dann ergibt der Punkt natürlich auch nochmal viel Sinn. Ja, und wenn dann für den Kommentar eine E-Mail-Adresse nötig ist, für denjenigen, der kommentieren will, dann hier die Punkte auch anhaken. IP-Adresse wird, denke ich mal, meistens der Fall sein, da würde ich auch anhaken, und Kommentare können abonniert werden. Ja, wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit anhaken. Dann lieber ein bisschen zu viel drin stehen haben, als es nicht drin stehen haben in der Datenschutzerklärung. So, soziale Medien. So, das Plugin habe ich jetzt hier nicht. Ich arbeite nicht mehr so aktiv mit WordPress, eher mit Funnel Cockpit. Facebook Plugins habe ich jetzt auch nicht über WordPress.
Ansonsten, wenn ihr mit WordPress arbeitet und ihr habt hier diese Plugins, dann müsst ihr natürlich hier die Haken setzen, ne? Ich hab zwar auf meiner Seite schon so Share-Buttons, aber es ist halt von Funnel Cockpit, nicht Plugins von WordPress. Aber gut, ich wäre mir da jetzt schon wieder gar nicht mehr so sicher, weil hier steht ja nicht von WordPress und Plugins, damit könnten die dann auch einfach die Button von Funnel Cockpit auch meinen. Deswegen würde ich das jetzt sicherheitshalber für mich sogar auch noch setzen. So, Pinterest vielleicht auch noch und weiter. So, Google Analytics. Ja, ansonsten, wenn man jetzt sich gar nicht Premium holen will und man nutzt aber Google Analytics, was auch viele machen werden, ich nutze es auch, dann kann man sich auch einen Datenschutztext von Analytics nochmal irgendwo anders raussuchen. Vielleicht gibt es ja sogar einen hier bei WBS im Datenschutzgenerator oder hier bei dem anderen, was ich noch habe, hier ratgeberrecht.eu. Vielleicht gibt es da das kostenlos und dann kann man sich das dann selber noch mit reinschreiben und einfach ergänzen. Ne, also, das ist kein Thema alles. Aber ich finde es schon krass, dass es heute so einfach geht hier mit solchen Generatoren, weil normalerweise, ich sag mal, vor ein paar Jahren irgendwie, da hat man sich vielleicht für sowas extra teuer einen Anwalt beauftragt oder sowas. Und so kriegt man das einfach mal kostenlos. Und selbst die Premium-Version ist echt sehr günstig, wenn man das mal im Verhältnis dazu sieht. Okay, die Haken habe ich bei mir auch nicht gesetzt. Ja, das mit dem Schloss, wie gesagt, ist ja alles Premium, ne? Da müsst ihr dann gucken, ob ihr es euch entweder holt, wenn ihr das, wie gesagt, das Geld übrig habt, oder ob ihr es euch woanders noch zusammenstellt, die Punkte. Ja. Genau. Nutzt ein Facebook Pixel. Gut, die meisten, die Facebook-Werbung schalten, werden auch den Pixel benutzen. Da müsst ihr euch dann, wie gesagt, entscheiden, ne? So, Newsletter-Daten. Ja, Newsletter verschicke ich auf jeden Fall auch, also ich setze den Haken. Genau, hier dann noch für verschiedene E-Mail-Marketing-Softwares. Das bekannteste deutsche sollte Clicktip sein, auch mit eines der besten, wie ich finde. Da kann man dann hier noch einen extra Datenschutz-Part hinzufügen. So, auf der Website ist YouTube eingebunden. Das ist bei mir teilweise der Fall, dass YouTube-Videos auf meiner Website vorhanden sind. Deswegen würde ich hier den Haken auf jeden Fall setzen. Ja, auf der Website ist YouTube mit erweitertem Datenschutz eingebunden. Ja, da geht es darum, dass man bei Videos, wenn man sich den Link von Videos holt auf YouTube, kann man ja mit so einer Einstellung den Datenschutz, erweiterten Datenschutz des Videos aktivieren und sich dann diesen Link holen. Ja, hier steht auch, ist mit rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Ja, ich persönlich habe da jetzt bei meinen Videos, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht so drauf geachtet, könnte man natürlich jederzeit nachholen. Und dann hier auch den Haken setzen. Müssen natürlich alles ehrliche Angaben sein. So, Vimeo habe ich jetzt nicht eingebunden bei mir. So, hier geht es um Google Web Fonts, also Schriftarten von Google. Die kann man sich hier unter der Domain oder der runterladen. Wenn man solche verwendet, dann kann man da hier noch das Kreuz, den Haken setzen. Ansonsten, wenn ihr Google Maps auf eurer Webseite habt oder vielleicht auch ja, bei einer Kundenwebsite das habt, wenn irgendjemand einen Laden hat, ein Geschäft, dann ergibt es ja oft Sinn, dass man da direkt den Standort auf der Karte sieht von Google Maps. Dann kann man den Punkt anhaken. Bei mir ist es jetzt nicht der Fall, da ich auch ein reines Online-Unternehmen bin. So, das habe ich nicht. Recaptcha, ja, kennen bestimmt auch die meisten von euch, wenn man sich halt verifizieren muss, dass man ein Mensch ist, muss man meistens so kleine Aufgaben lösen oder einen Haken setzen. Habe ich jetzt bei mir auch noch nicht. Muss ich auch nicht anhaken. Soundcloud kennt man auch so ähnlich wie Spotify zum Musik hören halt. Habe ich jetzt beides auch nicht eingebunden. Aber wenn ihr vielleicht mal irgendwann vorhabt, das zu machen, dann kreuzt es hier lieber schon mal an. Dann müsst ihr dann nicht später nochmal die ganze Datenschutzerklärung extra neu erstellen. Also Spotify würde ich jetzt bei mir schon mal anhaken, weil ich hätte vielleicht mal vor, das irgendwann mal noch mit einzubauen. Recaptcha eventuell auch, deswegen würde ich das auch mal anhaken. Genau, weiter geht's. So, Amazon Partnerprogramm. Falls das auf der Website eingebunden ist, ist es bei mir, glaube ich, nicht direkt eingebunden. Ist dann auch wieder eine Premium-Funktion hier. So, dann gehen wir auf Weiter. Und wir sehen ja auch schon links den Fortschritt. Wir müssten gleich durch sein. Es ist nicht mehr viel.
So, hier geht es dann um E-Commerce, also wenn man einen eigenen Online-Shop hat, ist das bei mir nicht der Fall. Ist auch alles eine Premium-Funktion dann hier. Gehen wir auf Weiter. Audio- und Videokonferenzen habe ich jetzt bei mir auch nicht eingebunden. Zoom oder sowas. Ne, ist auch alles Premium. Weiter. Dann haben wir es auch schon gleich geschafft. Umgang mit Bewerberdaten. Bewerben kann man sich bei mir auch nicht. Gibt auch kein Bewerberformular. Also das wäre für mich auch nicht relevant. Und für die meisten Anfänger oder sogar Fortgeschrittene da draußen denke ich vielleicht auch nicht. Also auch weiter. Englische Übersetzung, das gleiche wieder wie beim Impressum vorhin, ne? Wer halt international unterwegs ist oder allgemein auch eine englischsprachige Website hat, dann ergibt das durchaus Sinn. Ansonsten kann man es natürlich auch manuell übersetzen oder wenn man selber sehr fit in Englisch ist. So, weiter. Und dann haben wir wieder den Hinweis. Ich habe verstanden und akzeptiere. Natürlich kurz durchlesen vielleicht. Und weiter. So, dann wieder E-Mail-Adresse eingeben, wie eben. Ups. Ja, ich glaube, das Video könnte heute doch wirklich schon wieder eine halbe Stunde gehen, ey. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt doch so lange brauche. Aber ihr merkt, wir haben jetzt hier schon Impressum- und Datenschutzerklärung komplett generiert und wenn man das dann noch in die Website reinkopiert, also man schafft es echt locker in maximal einer halben Stunde, das ist kein Thema. Klar, man kann sich natürlich auch Zeit lassen, auch eine Stunde Zeit lassen, weil man sollte hier lieber das alles genau und richtig einmal machen, damit man es hat und dass es dann nicht irgendwann Schwierigkeiten gibt. Gut, dann gucke ich jetzt mal, ob hier schon was angekommen ist. Sieht noch nicht so aus, ansonsten wollte ich jetzt hier mal einen kurzen Cut setzen, damit das Video nicht zu lang geht. Und wir hören uns dann einfach gleich wieder, wenn das Impressum und die Datenschutzerklärung angekommen ist. Also bis gleich. Willkommen zurück. Wir haben es jetzt 2 Stunden später. Ich habe in der Zwischenzeit Fitnesstraining gemacht und Abendbrot schon gegessen. Ja, die Mail ist nicht angekommen. Ich denke mal, es liegt daran, dass ich halt irgendwelche Daten eingegeben habe. Und ja, es ist natürlich der klassische Vorführeffekt. Aber ich zeige euch mal, wie das normalerweise aussieht und wie das auch bei mir damals war, als ich es richtig gemacht habe. Ach was, hier ist es ja. Okay, das ist jetzt komisch. Ihr seid jetzt hier live dabei, wie es doch noch geht. Im Posteingang sehe ich es nicht. Im Spam-Ordner sehe ich es auch nicht. Aber wenn ich suche, dann habe ich hier die beiden Mails. Ja gut, dann können wir es doch noch machen. Also im Notfall immer mal in der Suchleiste oben einfach eRecht24 eingeben. Dann tauchen die Mails vielleicht doch mal noch auf. So, genau, da haben wir jetzt hier das Impressum als PDF. Hier ist es schon. Können wir uns runterladen. So, und die Datenschutzerklärung. Ja gut, passt es doch noch. Hätte ich das mal eher gewusst, hey. So, dann schauen wir uns als erstes das Impressum an. Da haben wir natürlich jetzt hier einmal die normale Textvorschau. Ja, eine Seite. Reicht absolut aus. Und dann haben wir hier noch den Quellcode für die Website, damit es halt direkt auch alles richtig formatiert ist und dann auch so aussieht wie hier oben. Mit den Überschriften und fett gedruckt und so weiter. Genau, dann zeige ich euch jetzt noch kurz, wie ihr das fix einfügt bei FunnyCockpit. Also gehen wir wieder in unseren Testfunnel. So, dann haben wir jetzt hier Datenschutzerklärung und Impressum. Wird ja automatisch im FunnyCockpit immer angelegt bei jedem Funnel. Gehen wir auf Seite bearbeiten. So, da haben wir jetzt hier schon die Vorlage von FunnyCockpit. Natürlich hier würde ich jetzt wieder oben
mein Logo reinmachen. Das habe ich ja im letzten Video schon gezeigt, wie das geht, und den Hintergrund noch anpassen. Aber ansonsten, ja, geht man das hier einfach halt rein. Und das ist aber ein Texteditor, also ich würde es jetzt so machen, dass ich den jetzt rauslösche, das Element. So, dann gehe ich hier auf das Plus-Element hinzufügen und dann geht man einfach auf HTML-Code. So, gehen wir wieder in die PDF. Können es das jetzt hier mit STRG A alles markieren und dann mit STRG C alles kopieren und mit STRG V hier einfügen. Ja, und das ist es im Prinzip schon. Dann gehen wir auf Fertig. Und dann haben wir es. Jetzt ist natürlich hier noch die Überschrift von Funny Cockpit. Können wir natürlich auch noch rauslöschen. Speichern. Schauen wir uns noch die Vorschau an. Unser fertiges Impressum. Wunderschön, oder? Und so einfach und so schnell. So, das gleiche machen wir jetzt noch bei der Datenschutzerklärung. Also hier einmal zurückgehen. Datenschutzerklärung. Seite bearbeiten. So, hier steht schon diesen roten Absatz bitte löschen. Ja, hier haben wir jetzt auch die standardmäßige von Funny Cockpit drin. Und hier kann ich euch gleich noch einen Tipp geben. Und zwar habe ich euch ja vorhin gesagt, wenn ihr bei eRecht irgendwas ja, nicht gefunden habt oder falls ihr euch kein Premium holen wolltet und da fehlen jetzt ein paar Punkte zum Beispiel, dann könnt ihr vielleicht hier gucken, ob bei der von Funny Cockpit die Punkte sogar schon drinne sind und könnt die dann noch mit reinpacken. Oder halt hier drinne lassen und nur bestimmte Passagen rauslöschen. Hier ist nämlich auch schon viel drinne. Vielleicht ist ja sogar das mit Analyse hier, mit Analytics, Google Analytics drinne. Hier gibt es auf jeden Fall auch ziemlich viel. Also hier kann man sich auch schon ein paar Parts rauskopieren. Das ist nämlich auch schon ziemlich gut gemacht. Genau, das ist auch elendig lang hier. Hier genau Google Analytics, den Part würde ich mir zum Beispiel rauskopieren, weil den hatten wir jetzt bei eRecht nicht, weil man dafür ja Premium braucht, und würde den dann halt noch extra einfügen. Oder einfach hier drinnen lassen und den Rest halt rauslöschen und dann darunter ein neues Element einfügen. Ja, ich nehme jetzt aber hier mal den Text von Funny Cockpit raus. Und dann gehen wir wieder auf Element hinzufügen, wie eben auch HTML-Code. Mache ich die andere PDF auf. So, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen länger, das ganze Datenschutzerklärung. Das sind schon ja, ein paar Seiten. Mindestens 10 Stück auf jeden Fall. So, dann wieder STRG A, STRG C und STRG V. Fügen das Ganze ein. Und fertig, dann haben wir es drin. Kann ich die Überschrift auch noch rausnehmen hier, damit es nicht doppelt ist. Speichern, Vorschau. So sieht das Ganze aus. Ja, passt, das war auch schon alles, da haben wir es schon. Also ihr seht, diese rechtliche Komponente mit Datenschutzerklärung im Impressum ist im Prinzip echt kein Hindernis mehr. Ihr könnt das so wirklich innerhalb von einer halben Stunde ganz einfach und schnell erstellen. Ja, falls doch noch irgendwas unklar ist, ihr irgendwelche Fragen habt, dann ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann antworte ich euch darauf. Und ja, ansonsten schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, was ihr nutzt, um eure Datenschutzerklärung und um euer Impressum zu erstellen. Das würde mich jetzt echt auch mal interessieren so. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Da geht es dann darum, wie wir Pop-ups auf unserer Website hinzufügen, solche Overlays. Und ja, also bis dahin, ciao, euer Chris.